Unserer Wirtschaft schweren Schaden zugefügt hat. Jetzt bekommen wir eine, die die Demokratie verachtet. Denn dass weniger als 2 Wochen nach der Wahl alles, aber auch wirklich alles über Bord geworfen wird, was man den Wählern vorher in endlosen TV-Runden und Wahlkampfreden versprochen hat, das ist wirklich eine neue Etappe im Niedergang unserer Demokratie. Dass es nicht nur in diesem Parlament, im Bundestag, eine Zweidrittelmehrheit braucht, sondern auch im Bundesrat. Sie sind an 2 Landesregierungen beteiligt. Und deswegen wäre meine Frage gewesen, vielleicht beantworten Sie sie jetzt als Reaktion auf diese Kurzintervention, ob Sie als Parteichefin alles dafür tun werden, dass im Bundesrat die beiden Länderregierungen bzw. die Stimmen der Länder, wo Sie beteiligt sind, in den Landesregierungen, ob Sie sich dann diesem, so wie Sie es selber gerade gesagt haben, wahnsinnigen Ansinnen widersetzen werden. Hey Leute, jetzt wird's ehrlich. Das hält nicht jeder aus. Wagenknecht hat heute im Bundestag richtig aufgeräumt und das mit einer scharfen letzten Rede. Doch nicht nur sie hat auf Politik der Regierung gezeigt. Auch Herr Hülse von der AfD hat eine brisante Frage gestellt. Wird Wagenknecht als Parteichefin alles dafür tun, dass ihre Länder im Bundesrat gegen die kriegsfinanzierten Pläne der Regierung stimmen? Wagenknecht zerlegt aktuelle Aufrüstprojekte und die Kriegswahlbetrügereien der Regierung, während Hülse sie herausfordert, Verantwortung zu übernehmen. Die Frage ist klar, wird sie standhaft bleiben? Also wenn du wissen willst, wie Politik wirklich läuft und welche Folgen diese Entscheidungen haben könnten, dann bleib dran und vergiss nicht, zu liken, zu abonnieren und vor allem zu kommentieren. Deine Meinung interessiert mich. Wie siehst du das? Auf geht's! Sarah Wagenknecht ist die nächste Rednerin. Momentan sieht es so aus, als könnte das auch ihre letzte Rede hier sein. 13.400 Stimmen fehlen dem Bündnis Sarah Wagenknecht, um in den Bundestag zu kommen. Allerdings geht die Partei nun vor dem Bundesverfassungsgericht erst einmal dagegen vor, zumindest, dass das amtliche Wahlergebnis erst später veröffentlicht werden soll. Die unserer Wirtschaft schweren Schaden zugefügt hat. Jetzt bekommen wir eine, die die Demokratie verachtet. Denn dass weniger als 2 Wochen nach der Wahl alles, aber auch wirklich alles über Bord geworfen wird, was man den Wählern vorher in endlosen TV-Runden und Wahlkampfreden versprochen hat, das ist wirklich eine neue Etappe im Niedergang unserer Demokratie. Was heute hier verhandelt wird, ist das wahnwitzigste Aufrüstungspaket und der größte Wahlbetrug in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Und es ist schon eine ziemliche Dreistigkeit, dass die Parteien, die dieses Schurkenstück hier abfeiern und aufführen, dass diese Parteien sich ernsthaft noch als Parteien der demokratischen Mitte bezeichnen. Ausgerechnet Herr Merz, der sich im Wahlkampf Land auf Land ab als großer Hüter der Staatsfinanzen inszeniert hat, präsentiert seinen Wählern jetzt einen grenzenlosen, schuldenfinanzierten Aufrüstungsrausch. Welcher CDU-Wähler hat diesen Herrn Merz gewählt? Und noch erbärmlicher die SPD, die ihren Wählern immerhin bis vorletzten Sonntag noch weisgemacht hat, sie sei eine Friedenspartei und sie wolle in Straßen, Brücken und stinkende Schultoiletten investieren. Was haben Sie verhandelt? 50 Milliarden Sonderschulden im Jahr für die Infrastruktur, weniger als im jetzigen Haushalt enthalten ist, und im Gegenzug unbegrenzte Kriegskredite für einen neuen deutschen Militarismus, dessen Wiederaufstehung Politiker wie Willy Brandt ihren schlimmsten Albträumen Frau Wagenknecht, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Hülse der AfD-Fraktion. Lieber nach meiner Rede. Dann führen Sie bitte fort. Und dieser ganze milliardenschwere Wahlbetrug soll jetzt im Eilverfahren noch durch den alten Bundestag gedrückt werden. Da muss man wirklich sich fragen und sagen, ehe Sie die Demokratie in aller Welt verteidigen, sollten Sie lieber etwas dafür tun, dass die Demokratie hier in Deutschland nicht vor die Hunde geht.
Und auch die angebliche Dringlichkeit ist doch eine einzige Farce. Fakt, die EU ist doch nicht erst seit Donald Trump die Maxime der US-Administration. Ja, darauf sollte und muss Europa reagieren. Aber durch eine eigenständige, an unseren wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Interessen orientierte Politik, aber doch nicht dadurch, dass wir die verlorenen Stellvertreterkriege der Vereinigten Staaten jetzt auf eigene Faust weiterführen. Das ist nicht nur ruinös für unsere Staatsfinanzen, es ist vor allem lebensgefährlich. Denn egal wie viele Panzer und Munition wir vorher beschaffen, einen Krieg mit der Atommacht Russland können wir alle nicht überleben. Und deswegen sagt das BSW ganz klar Nein zu diesen Kriegskrediten. Soweit Sarah Wagenknecht von der Gruppe BSW hier in der Debatte. Es gibt nun eine Kurzintervention aus der AfD-Fraktion von Carsten Helse. Frau Präsidentin, dass Sie die Kurzintervention zulassen. Frau Dr. Wagenknecht, ich hätte eigentlich nur gefragt, Sie wissen ja, dass es nicht nur in diesem Parlament, im Bundestag eine Zweidrittelmehrheit braucht, sondern auch im Bundesrat. Sie sind an 2 Landesregierungen beteiligt. Und deswegen wäre meine Frage gewesen, vielleicht beantworten Sie sie jetzt als Reaktion auf diese Kurzintervention, ob Sie als Parteichefin alles dafür tun werden, dass im Bundesrat die beiden Länderregierungen bzw. die Stimmen der Länder, wo sie beteiligt sind, in den Landesregierungen, ob sie sich dann diesem, so wie Sie es selber gerade gesagt haben, wahnsinnigen Ansinnen widersetzen werden. Vielen Dank. Frau Dr. Wagenknecht, Sie haben die Möglichkeit zu antworten. Ja, selbstverständlich. Wir haben uns mit unseren Ländern bereits verständigt. Das BSW lehnt diesen wahnwitzigen Aufrüstungsplan ab. Und deswegen ist nach Koalitionsvertrag vorgesehen, dass die Länder sich enthalten. Natürlich. Vielen Dank. Frau Wagenknecht hat in ihrer Rede wirklich klare Worte gefunden. Ihre Kritik an der Regierung ist definitiv berechtigt. Aber wenn wir ehrlich sind, kommt diese Kritik mit einem gehörigen Haken. Nach all dem, was ihre Partei, das BSW, in den letzten Jahren abgezogen hat, kann man ihren Aussagen kaum noch Glauben schenken. Bei den Landtagswahlen hieß es großspurig, wenn die AfD gute Vorschläge bringt, dann stimmen wir zu. Doch was passierte kurz nach den Wahlen? Genau, diese Zusagen wurden einfach über Bord geworfen. Das ist nicht nur eine Farce, es ist ein klarer Vertrauensbruch gegenüber den Wählern. Im Gegensatz dazu hat die AfD nie ihre Aussagen gebrochen. Sie hat stets eine klare und konsequente Linie verfolgt. Doch das BSW mit seinen leeren Versprechungen hat die Wähler enttäuscht und seine Glaubwürdigkeit verspielt. Und genau deshalb finde ich es besonders erstaunlich, dass Frau Wagenknecht Merz kritisiert, was sie vollkommen zu Recht tut, aber gleichzeitig ihre eigene Partei nicht im Griff hat. Es ist fast schon eine Ironie, dass sie von anderen fordert, was ihre eigene Partei systematisch missachtet. In diesem Kontext stellt Herr Hülse von der AfD eine der zentralen Fragen. Wie wird Frau Wagenknecht und das BSW jetzt im Bundesrat abstimmen? Wird sie ihren Standpunkt treu bleiben oder wird sie erneut umkippen, wie es das BSW nach den Landtagswahlen getan hat? Ihre Partei hat in der Vergangenheit unzählige Versprechungen gemacht und diese kurzerhand gebrochen. Die Frage, wie sie diesmal abstimmen wird, bleibt spannend und ehrlich gesagt, wenn man ihre Geschichte betrachtet, bezweifle ich stark, dass sie wirklich Wort halten wird. Danke, dass ihr dabei wart. Lasst uns sehen, wie es weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Es bleibt spannend.